Kennst du dieses Gefühl? Du kommst nach einem langen Tag nach Hause. Endlich Feierabend. Du setzt dich auf die Couch oder legst dich ins Bett und denkst, jetzt gönne ich mir einfach mal ein bisschen Handy. Du scrollst, du lachst, du staunst, du ärgerst dich über Nachrichten, du schaust noch ein Video, dann noch eins. Und plötzlich ist eine Stunde vorbei. Du legst das Handy weg und fragst dich, wo ist diese Zeit eigentlich geblieben? Wir wollten doch eigentlich nur entspannen. Das Verrückte ist, die meisten von uns greifen gar nicht zum Handy, weil sie faul sind, sondern weil sie erschöpft sind. Wir wollen einfach kurz abschalten. Und weißt du was? Daran ist erst einmal gar nichts falsch. Unser Gehirn sucht nach etwas Leichtem, nach einer kleinen Belohnung, nach einem Moment, in dem niemand etwas von uns möchte. Nur passiert dabei etwas Merkwürdiges. Anstatt zur Ruhe zu kommen, schicken wir unser Gehirn auf eine Achterbahnfahrt. Ein lustiges Video, ein trauriger Beitrag, ein Rezept, ein Streit, eine Katastrophe, ein süßer Hund, ein Urlaubsvideo. Mit jedem Wischen springt unser Kopf in eine neue Welt. In 5 Minuten warst du emotional gefühlt in 3 verschiedenen Zeitzonen unterwegs. Die digitale Uhr. Manchmal stelle ich mir dabei eine digitale Uhr vor. Mit jedem Wischen verschwindet eine Minute. Wisch, noch eine, wisch, noch eine. Als würden wir die Minuten unseres Tages einfach mit dem Daumen weiterschieben. Und das Gemeine ist, währenddessen merken wir oft gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Das Handy zumindest verrät's uns nicht von selbst. Es zeigt uns keine Warnmeldung. Achtung, du bist jetzt seit 25 Minuten bei süßen Hundevideos. Wäre ehrlicher, aber eher unwahrscheinlich, dass sich das durchsetzt. Warum wir uns hinterher leer fühlen. Vielleicht kennst du diesen Gedanken. Du legst das Handy weg und denkst, was hätte ich in dieser Stunde eigentlich alles machen können? Ein paar Wörter einer neuen Sprache lernen, ein Kapitel lesen, etwas zeichnen, spazieren gehen, mit einem lieben Menschen telefonieren oder einfach nur in Ruhe einen Kaffee trinken. Stattdessen weißt du jetzt, wie man Sauerteig ansetzt. Theoretisch. Aus einem 47-Sekunden-Video. Angesetzt hast du ihn nie. Es geht dabei gar nicht darum, ständig produktiv zu sein. Das wäre nur der nächste Leistungsdruck. Es geht um etwas anderes. Unser Gehirn war die ganze Zeit beschäftigt. Aber am Ende ist kaum etwas geblieben. Wir haben unglaublich viele Informationen aufgenommen, aber fast nichts, das unser eigenes Leben ein kleines Stück bereichert hat. Und dann sind da noch die Nachrichten. Besonders deutlich merke ich das manchmal bei Nachrichten. Natürlich ist es wichtig zu wissen, was in der Welt passiert, aber unser Gehirn erlebt dabei oft Krisen, Konflikte und Sorgen, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben. Wir fühlen mit. Wir regen uns auf. Wir machen uns Gedanken und haben plötzlich eine fundierte Meinung zur Weltwirtschaft. In Schlafanzughose, um 22 Uhr, ohne dass uns irgendjemand danach gefragt hätte, und tragen diese Gefühle mit in unseren Abend, obwohl wir an dieser Situation gerade nichts ändern können. Auch das kostet Kraft. Digitale Balance bedeutet etwas anderes. Vielleicht bedeutet digitale Balance deshalb gar nicht weniger aufs Handy zu schauen. Vielleicht bedeutet sie, bewusster auszuwählen, womit wir unsere Aufmerksamkeit füllen. Denn nicht jede Minute am Handy ist verlorene Zeit. Du kannst etwas lernen, mit Freunden schreiben, herzlich lachen, Inspiration finden. Das alles kann dir wirklich etwas geben. Die entscheidende Frage ist nur, hat mir das gerade wirklich gut getan? Nicht, war ich produktiv, sondern hat mir diese Zeit etwas gegeben? Wenn die Antwort Ja lautet, dann war diese Zeit wertvoll. Wenn die Antwort immer öfter Nein lautet, dann ist das keine Einladung, dich zu verurteilen, sondern vielleicht eine Einladung, deine Zeit wieder ein kleines Stück bewusster zu gestalten. Fazit. Unsere Lebenszeit verschwindet nicht auf einmal. Sie verschwindet Minute für Minute. Und manchmal wischen wir sie einfach weiter. Vielleicht ist digitale Balance deshalb gar nicht die Kunst, weniger zu scrollen,
sondern sich öfter zu fragen, möchte ich diese Minute wirklich erleben oder nur wegwischen? Denn am Ende unseres Lebens werden wir uns wahrscheinlich nicht an das 100. lustige Video erinnern, aber ganz sicher an das Gespräch, den Spaziergang, das gemeinsame Lachen oder den Moment, in dem wir das Handy einmal beiseite gelegt haben und das echte Leben wieder angeschaut haben,